Laut der Gesellschaft für Rheumatologie leiden mehr als 500.000 Menschen in Deutschland an rheumatoider Arthritis, einer Erkrankung des Immunsystems, die zu schmerzhaften Entzündungen der Gelenke und unbehandelt zu Gelenkszerstörungen führt. Doch wie lässt sich diese Erkrankung rheumatoider Arthritis erkennen? Was kennzeichnet den charakteristischen entzündlichen Schmerz bei dieser Krankheit? Was bedeuten Labortests wie Rheumafaktor oder ACPA-Antikörper in diesem Zusammenhang und wie entwickelt sich rheumatoide Arthritis im Zeitverlauf im Immunsystem? Ich bin Christian, Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie und lade dich ein, jetzt hier mehr zu erfahren über die Autoimmunerkrankung rheumatoide Arthritis. In diesem Video besprechen wir die typischen Anzeichen von rheumatoider Arthritis, wie Labortests bei der Diagnose von rheumatoider Arthritis helfen, sowie Theorien, die versuchen, die Entstehung von rheumatoider Arthritis zu erklären. Dieses Video ist in verschiedene Abschnitte gegliedert, sodass ihr, falls ihr mit einem Teil schon vertraut seid, diesen natürlich überspringen könnt. Hilfreich bei der Diagnose von rheumatoider Arthritis ist es, dass diese Erkrankung oft charakteristische Muster aufweist. So verläuft sie in vielen Fällen symmetrisch. Das bedeutet, dass linke wie rechte Körperhälfte oft in ähnlichem Ausmaße betroffen sind. Eine häufige Beschwerde der Patienten sind Probleme mit der Feinmotorik. Schwierigkeiten, das Hemd oder die Bluse zu knöpfen oder filigranere Bewegungen in den Fingern. Die Gelenke sind warm und geschwollen und schmerzhaft. Und zwar in einer charakteristischen Weise schmerzhaft mit einem sogenannten entzündlichen Schmerz. Entzündlicher Schmerz, wie er bei der rheumatoiden Arthritis auftritt, ist charakterisiert dadurch, dass er sich normalerweise eher mit Bewegung bessert. Durch die Entzündung ist das Gelenk dermaßen eingedickt, dass die Gelenksflüssigkeit mit zunehmender Bewegung sich mehr und mehr verflüssigt und die Patienten spüren das dadurch, dass sich die Beschwerden eher bessern durch Bewegung. Es ist auch ausgeprägt durch eine enorme Steifigkeit. Das heißt, Patienten charakteristisch, die aufwachen, zumindest 30 Minuten, oft auch mehrere Stunden Steifigkeit in den betroffenen Gelenken verspüren. Auch ein Merkmal ist natürlich, dass auch die Entzündungswerte im Blut oftmals deutlich erhöht sind, was auch ein Ausmaß der vorherrschenden Entzündung wie bei rheumatoider Arthritis ist. Im Gegensatz dazu ist ein mechanischer Schmerz, wie er zum Beispiel bei einer verschleißlichen Gelenkserkrankung wie der Arthrose vorliegt, mehr dadurch gekennzeichnet, dass Bewegung diesen Schmerz eher verschlechtert. Morgensteifigkeit kann in einem gewissen Ausmaß auftauchen, doch ist diese Morgensteifigkeit meist auf wenige Minuten beschränkt und die Entzündungswerte sind bei nicht entzündlichem Schmerz oft normal. Wer bekommt im Allgemeinen rheumatoide Arthritis? Wie viele andere Autoimmunerkrankungen sind vor allem Frauen von dieser Erkrankung betroffen? Am häufigsten sind es Frauen zwischen 30 und 60 Jahren. Hier ist eine Grafik, die den Verlauf dieser Häufigkeit der Erkrankung nach Geschlechtern zeigt. Hier dunkler abgebildet sind die Frauen und man sieht, zwischen 30 bis 60 Jahren ist es am häufigsten. Bei Männern kommt dieser Gipfel etwas später, sodass bei Männern eher hier im höheren Alter, 70 bis 80 Jahren, diese Erkrankung am häufigsten ist. Grundsätzlich kann man also in fast jedem Alter rheumatoide Arthritis bekommen, also es können auch junge Menschen durchaus betroffen sein. Bei längerer bestehender rheumatoiden Arthritis kommt es im fortschreitenden Verlauf zu zunehmenden Zerstörungen von Gelenken, die sich dann in diesen charakteristischen Deformationen äußern können, die hier abgebildet sind. Glücklicherweise lassen sich diese Folgen heutzutage sehr gut vermeiden, da eine Vielzahl von Therapeutika zur Auswahl steht und gerade diese Gelenksentzündungen in vielen Fällen sehr gut auf diese Auswahl an Medikamenten ansprechen. In einigen Fällen kann die erste oder zweite Therapiewahl
noch nicht erfolgreich sein, sodass dann weitere Medikamente ausprobiert werden müssen. Bei vielen Patienten gelingt es jedoch, mit Hilfe dieser neuen Medikamente derartige Folgen zu vermeiden oder zumindest auf Jahrzehnte hin zu verzögern. Auch wenn rheumatoide Arthritis vor allem die kleinen Gelenke betrifft, so können sämtliche Gelenke des Körpers quasi betroffen sein, inklusive größerer Gelenke wie die Knie, Ellenbogen, Schultern. Und wie gesagt, sind typischerweise mehrere Gelenke betroffen und häufig auch im Zusammenhang mit kleinen Gelenken. Worauf in jedem Fall zu achten ist, sollte es beim Patienten zu einem vermeintlichen Schub kommen, der vor allem in einem einzelnen Gelenk auftaucht, ist auch daran zu denken, dass dieses Gelenk infiziert sein könnte, da gerade bei Patienten mit RA es vermehrt zu Schädigungen der Gelenke kommt und vorgeschädigte Gelenke eher zu Infektionen neigen. Und wie gesagt, normalerweise ist diese Erkrankung symmetrisch, das heißt, wenn das nicht auftritt und nur auf einer Körperseite und gerade nur ein einzelnes großes Gelenk betroffen ist, muss man davon ausgehen, dass dieses Gelenk auch infiziert sein könnte. Derartige Entzündungen der Gelenke sind es also oft, was Patienten mit rheumatoider Arthritis zum Arzt bringt. Die Entzündung bei RA ist allerdings nicht auf die Gelenke beschränkt. Hier abgebildet ist ein sogenannter PET-CT-Scan einer Patientin mit rheumatoider Arthritis. Ein derartiger Scan funktioniert, dass dem Patienten, der Patientin eine Substanz gegeben wird, ein Zucker, der vor allem von aktiven Zellen aufgenommen wird. Diese aktiven Zellen, stoffwechselaktiven Zellen, werden dann hier im Scan sichtbar. Wie man sehen kann, hat diese Patientin sozusagen im gesamten Körper starke metabolische Aktivität. Das ist ein Bild, was auch zum Beispiel bei einem Krebs sehr ähnlich auftauchen würde. Also überall, wo schwarze Signale sind, oder wo hier Leuchten auftauchen, das sind Bereiche, wo Zellen metabolisch sehr stark aktiv sind. Das ist ein Ausdruck dieser Entzündung. Und also man sieht hier, die Lymphknoten sind stark aktiv, die Leber in gewisser Weise, hier vor allem die Milz ist sehr stark aktiv, hier auch die Knochen im Bereich der Schulter. Ausgelöst davon empfinden viele Patienten natürlich auch Effekte davon, das, was sich dann beispielsweise in Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Appetitverlust äußern kann. Patienten fühlen sich mit unkontrollierter rheumatoider Arthritis oft chronisch krank. Ein Teil davon ist auch eine Blutarmut. Das Knochenmark ist dann nicht mehr in der Lage, ausreichend Blut zu produzieren, weil der Körper eben damit beschäftigt ist, Entzündungsmoleküle herzustellen. Und das äußert sich dann für betroffene Patienten in Form dieser Abgeschlagenheit. Herz- und Blutgefäße sind von rheumatoider Arthritis ebenso betroffen, was dazu führt, dass Patienten mit rheumatoider Arthritis ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Also Schlaganfälle oder Herzinfarkte kommen in diesen Patienten häufiger vor. Es ist ein Effekt, der über viele Jahre eintritt, also der tritt nicht dramatisch normalerweise auf, sondern in vielen Fällen akkumuliert diese Entzündung über viele Jahre, sodass man als Faustregel sagen kann, dass Patienten mit rheumatoider Arthritis ein ungefähr 10 Jahre älteres Gefäßsystem haben. Also ihr Risiko entspricht einem Patienten, der 10 Jahre älter ist als ihr chronologisches Alter. Also beispielsweise ein 50-jähriger Patient mit rheumatoider Arthritis hat in etwa das Herzinfarktrisiko eines 60-Jährigen und so weiter. Rheumatoide Arthritis kann auch die Lunge betreffen. Hier abgebildet ist ein CT-Scan eines Patienten mit rheumatoider Arthritis. Und was man hier sehen kann, sind ziemlich ausgeprägte Vernarbungen des Lungengewebes. Das ist eine glücklicherweise nicht sehr häufige Komplikation von rheumatoider Arthritis, die aber für bestimmte Patienten sehr schwere Auswirkungen haben kann, in manchen Fällen lebensbedrohlich sein kann und zum Beispiel eine Lungentransplantation notwendig machen kann. Das tritt interessanterweise vor allem bei Männern auf, insbesondere bei Rauchern. Und interessant zu erwähnen ist vielleicht auch, dass bei diesen Patienten oft die Gelenksbeteiligung sehr, sehr mild ausgeprägt sein kann, hingegen diese Lungenbeteiligung oft sehr schnell fortschreiten kann.
Besprechen wir die Labortests bei rheumatoider Arthritis. Wichtige Labortests bei RA sind Antikörper, und zwar der sogenannte Rheumafaktor sowie die sogenannten ACPA- oder Anti-CCP-Antikörper. Was sind Rheumafaktor und Anti-CCP- oder ACPA-Antikörper? Das bedarf einer etwas detaillierteren Erklärung. Hier abgebildet ist ein Antikörper, und ein Antikörper bezeichnet ein Eiweiß, ein körpereigenes Eiweiß, das der Immunabwehr dient. Hier beispielsweise dargestellt ist ein Antikörper nun gegen ein Coronavirus, hat eine gewisse Struktur, und hier ist ein Bereich, der ist sehr gezielt, jetzt beispielsweise gegen das Coronavirus, und kann dann hier an bestimmte Strukturen des Coronavirus binden. Diese Antikörper haben aber auch bestimmte konstante Bereiche, wo jetzt sie zum Beispiel mit anderen Immunzellen interagieren können. Und gegen diesen Bereich kommt es bei einigen Patienten mit rheumatoider Arthritis zur Bildung von einem anderen Antikörper. Und das ist der sogenannte Rheumafaktor. Also beim Rheumafaktor handelt es sich um einen Antikörper gegen eigene Antikörper. Das klingt sehr verwirrend, ist es auch, weil das ist natürlich nichts, was der Körper normalerweise will oder was irgendeine Funktion hätte, Antikörper gegen Antikörper zu bilden. Aber das geschieht bei rheumatoider Arthritis, und es ist einfach ein Zeichen, dass mit dem Immunsystem irgendetwas nicht stimmt. Normalerweise gibt es Mechanismen, die das verhindern, diese versagen hier in dem Fall. Und das kann bedeuten, dass eine rheumatische Erkrankung wie eben rheumatoide Arthritis vorliegt. Es kann aber auch eine andere Erkrankung vorliegen, zum Beispiel ein Sjögren-Syndrom hat häufig einen positiven Rheumafaktor. Chronische Infektionen können positive Rheumafaktoren verursachen. Manche Krebserkrankungen können das sein, und schließlich auch bei komplett gesunden Menschen kann das vorkommen, ohne irgendwelche gravierenden Krankheitsfolgen zu haben. Das heißt, das Vorhandensein eines Rheumafaktors spricht zwar für eine rheumatoide Arthritis, ist aber eigentlich nicht so sehr hilfreich. Also es ist dann natürlich wichtig, auch andere Ursachen auszuschließen aufgrund der Patientensymptome und anderer Laborbefunde. Aber für die Diagnose der rheumatoiden Arthritis ist es nicht eindeutig. Falls ihr derartige Informationen interessant findet, abonniert jetzt meinen Kanal und erhaltet weitere Videos von mir zu Autoimmunerkrankungen, Rheumatologie und anderen medizinischen Themen. Anders ist es bei diesen sogenannten Anti-CCP- oder ACPA-Antikörpern. ACPA-Antikörper sind eine Art von Antikörper, die auch häufig bei rheumatoider Arthritis vorliegen. Und die haben diese Eigenschaft, dass sie gegen bestimmte modifizierte Eiweiße gerichtet sind, sogenannte citrullinierte Eiweiße. Das ist eine bestimmte Aminosäure, die normalerweise so jetzt direkt nicht gebildet wird. Und was bei rheumatoider Arthritis vorkommt, ist, dass Patienten in vermehrter Weise Antikörper gegen diese modifizierten Proteine bilden können. Also das heißt, diese Antikörper richten sich gegen diese bestimmte Aminosäure. Und das ist etwas, was doch sehr typisch für rheumatoide Arthritis ist. Das heißt, Vorhandensein von Anti-CCP- oder ACPA-Antikörpern ist enorm hilfreich, weil es quasi doch ein sehr starkes Indiz ist für die Diagnose. Also das hilft enorm, die Diagnose zu bestätigen. Andere wichtige Labortests sind auch die Entzündungswerte, typischerweise die Blutsenkungsgeschwindigkeit und das C-reaktive Protein. Diese Entzündungswerte sind natürlich auch bei allen möglichen Arten von Entzündungen erhöht, zum Beispiel Infektionen, anderen Autoimmunerkrankungen und so weiter. Sobald es aber zu einer Diagnose von rheumatoider Arthritis gekommen ist, sind sie enorm hilfreich, weil sie doch auch ein Hinweis sind dafür, wie stark diese Erkrankung noch aktiv ist, wie gut ein Patient auf die Behandlung anspricht. Natürlich auch gemeinsam mit den Beschwerden des Patienten, also zum Beispiel wie stark der Patient oder die Patientin Gelenksbeschwerden noch hat, wie viele Gelenke geschwollen sind, wie viele Gelenke schmerzhaft sind, wie lange die Morgensteifigkeit anhält. Aber eben auch die Entzündungswerte sind ein sehr gutes objektives Mittel, um zu bestimmen, wie stark rheumatoide Arthritis aktiv ist
und ob beispielsweise eine Medikation geändert, eine Dosis erhöht werden muss und so weiter. Die eigentliche Ursache von rheumatoider Arthritis ist nach wie vor unbekannt. Es gibt aber mehrere Theorien, die versuchen, das Entstehen dieser Erkrankung zu erklären. Eine dieser Theorien beruht auch auf dieser Beobachtung, dass Patienten mit rheumatoider Arthritis diese Antikörper bilden. Also beispielsweise ist hier die Überlegung, dass diese Antikörper an sich eine schädigende Wirkung haben könnten. Also, dass diese Bildung, zum Beispiel dieser Anti-ACPA-Antikörper, dadurch entsteht, dass ein Patient vermehrt mit diesen modifizierten Eiweißen oder Fragmenten dieser Eiweiße in Kontakt ist und dass dann körpereigene Zellen, wie beispielsweise B-Zellen, beginnen, Antikörper zu synthetisieren und dass diese Antikörper dann an sich Gelenkschädigungen oder die anderen Anzeichen von rheumatoider Arthritis verursachen können. Eine andere Beobachtung ist auch, dass Patienten mit rheumatoider Arthritis vermehrt Probleme mit Zahnfleischentzündungen haben. Und es ist auch bekannt, dass ein Bakterium in der Zahnfleischentzündung sehr stark citrulliniert ist. Also dadurch gibt es auch immer noch diese Theorie, dass die Citrulinierung von diesen Eiweißen, beispielsweise durch dieses Bakterium, eine Rolle spielen könnte. Rheumatoide Arthritis ist auch häufiger bei bestimmten Berufsgruppen wie Bergarbeitern, die bestimmten Stäuben ausgesetzt sind, sowie bei Rauchern. Und dass eben auch die Idee der Citrulinierung, dass das eine große Rolle spielt. Ein Problem dieser Theorien ist allerdings, dass diese Antikörper in vielen Fällen kaum oder bis gar keinen Zusammenhang mit der Schwere der Erkrankung spielen. Zum einen haben viele Menschen Antikörper, ohne eine Erkrankung zu haben. Auch stehen diese Antikörper nicht im Zusammenhang oder minimal im Zusammenhang mit der Aktivität der Erkrankung. Und viele sehr wirksame Medikamente gegen rheumatoide Arthritis haben minimal bis gar keinen Einfluss auf das Niveau dieser Antikörper im Blut. Das bedeutet, dass vermutlich andere Faktoren als diese Antikörper eine Rolle spielen. Eine mögliche Art von Immunantwort ist auch die T-Zellenantwort. Also T-Zellen sind Zellen, die gemeinsam mit B-Zellen auch Einfluss auf die Bildung von Antikörpern haben können. Also sie können B-Zellen stimulieren, Antikörper zu bilden durch sogenannte Hilfe, also T-Zellhilfe. Hier ist die Idee, dass diese Bildung der Antikörper eher eine Art Nebenkriegsschauplatz ist, dass das zwar schon stattfindet, dass aber die Hauptwirkung doch eher eine T-Zelle ist, die dann eben durch die Freisetzung von beispielsweise Entzündungsbotenstoffen dann andere Immunzellen aktiviert. Generell sind T-Zellen sehr gut darin, komplexere Immunantworten zu kontrollieren. Und sie könnten dann beispielsweise durch diese Freisetzung von Entzündungsbotenstoffen diese Fresszellen im Gelenk aktivieren, sogenannte Makrophagen. Und diese Makrophagen sind dann auch Zellen, wo dann viele Therapeutika später ansetzen. Und ja, sobald das dann weiter fortgeschritten ist, kommt dann irgendwann eine Phase, wo wirklich dann sehr, sehr viele verschiedene Arten von Immunzellen aktiv sind und sich dann wirklich nur noch sehr schwer sagen lässt, wie jetzt dieser ganze Prozess überhaupt begonnen hat. Was auf jeden Fall bekannt ist, dass rheumatoide Arthritis sich sehr langsam über viele Jahre entwickelt. Also es gibt nicht ein gesund und ein krank, sondern es gibt so ein ganzes Spektrum von Ausmaß von Autoimmunerkrankungen, was bei einigen Patienten im Laufe der Zeit dann schließlich zur rheumatoiden Arthritis führt. Und viele Faktoren spielen eine Rolle. Genetische Faktoren sind wichtig. Und der wichtigste genetische Faktor da ist ein sogenanntes HLA-Molekül. Also das ist ein bestimmtes Gen, das wichtige Funktion hat, ist quasi eine Art Adapter, wie das Immunsystem fremde Eiweiße sieht. Also wenn man so eine bestimmte Variante dieses Moleküls hat,
dann werden fremde Eiweiße auf etwas andere Weise erkannt. Und das ist ein bestimmtes HLA-Molekül HLA-DRB1, das der stärkste Risikofaktor ist für rheumatoide Arthritis. Und auch, wie gesagt, wie wir anfangs besprochen hatten, bei der Patientin mit rheumatoider Arthritis, die diesem Scan unterzogen ist, man sieht, dass diese Immunantwort, dass das Immunsystem übersteigert ist, und das scheint auch generell der Fall zu sein, dass möglicherweise diese metabolisch stark aktiven Zellen unter anderem T-Zellen sind, die eben übermäßig stark aktiviert sind. Eine mögliche Zelle, die in der Lage ist, T-Zellen zu aktivieren, sind sogenannte dendritische Zellen. Das ist ein kleiner Exkurs. Aber dendritische Zellen haben dieses bestimmte Molekül, was bei rheumatoider Arthritis häufig verändert ist und was so ein HLA-Molekül, und benutzen dieses HLA-Molekül, um beispielsweise mit T-Zellen zu kommunizieren. Also sie können dann bestimmte Eiweiße an T-Zellen präsentieren, und das führt dann unter gegebenen Umständen zu einer Aktivierung von T-Zellen. Und derartige Zellen wie beispielsweise dendritische Zellen bestimmen nicht nur, ob T-Zellen aktiviert werden, sondern auch, welches Programm diese T-Zelle dann abruft. Also ob diese T-Zelle jetzt zu einer entzündlichen T-Zelle wird oder ob diese T-Zelle dann eher antientzündliche Wirkung hat. Das heißt, solche Zellen, die Antigen präsentieren, könnten auch eine wichtige Rolle bei der Entstehung von rheumatoider Arthritis führen. Diese Tatsache, dass dieses HLA-Molekül so stark, diese Variante so einen starken Einfluss auf das Risiko hat, legt das doch in gewisser Weise nahe. Welche anderen Erkrankungen können nun ähnlich einer rheumatoiden Arthritis erscheinen? Natürlich andere Entzündungen der rheumatischen Erkrankungen, beispielsweise Lupus, andere Arthritiden wie Psoriasis-Arthritis, auch Sjögren-Syndrom, eine andere rheumatische Erkrankung, kann eine ähnliche Arthritis haben, Polymyalgia rheumatica, und auch Infektionskrankheiten, vor allem virale Infektionskrankheiten, können eine Immunreaktion verursachen, die dann zu einer Entzündung ähnlicher Gelenke führen kann und dann doch sehr ähnlich einer rheumatoiden Arthritis ist. Also eben mit auch ähnlicher Morgensteifigkeit, ähnlichem Verlauf und auch ähnlichen Muster an betroffenen Gelenken. Das ist also auch ein Faktor, darauf ist bei der Diagnose zu achten, ob es zum Beispiel zu einer viralen Infektion kam, dann ist diese Entzündung der Gelenke oft einfach nur vorübergehend. Wenn euch derartige Themen interessieren, schaut auch meine Videos zu Lupus und Polymyalgia rheumatica, zwei anderen wichtigen rheumatologischen Erkrankungen. Was sind eure Erfahrungen oder Fragen zu rheumatoider Arthritis? Schreibt jetzt in die Kommentare und ich werde sie beantworten. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Medizinmensch.